Hallo allerseits! Nachdem es letztes Mal um die Funktion Datum ging, soll es in diesem Video um die drei Funktionen Jahr, Monat und Tag gehen. Diese hängen unmittelbar mit der Funktion Datum zusammen. Sie sind von der Syntax sehr ähnlich, arbeiten eigentlich auch so, wie man sie erwartet. Als erstes kommen wir zur Funktion Jahr. Der Funktion Jahr übergibt man die interne Zahl von Excel, wie sie das Datum halt darlegt, und ermittelt aus dieser Zahl halt die Jahreszahl. Wir sehen das jetzt hier in diesen drei Beispielen. Wenn man jetzt die 40.000 direkt in eine Zelle eingibt und die Zelle in einem Datumsformat formatiert, bekommt man den 6.7.2009. Genauso wie die Datumsfunktion können wir auch der Jahrfunktion entweder eine Zahl direkt übergeben oder indirekt. Wenn wir jetzt direkt die 40.000 der Jahrfunktion übergeben, bekommen wir 2009. Klar, weil die 40.000 entspricht dem 6.7.2009. Wenn wir das indirekt machen, also hier in diesem Fall steht ja die Jahreszahl in der Zelle G16 und auf G16 referenzieren, bekommen wir auch 2009. So wie es sein soll. Kommen wir zur Funktion Monat. Das geht jetzt relativ schnell. Auch hier wieder die 40.000 eingegeben, gibt den 6.7.2009. Nur im Gegensatz zu der Funktion Jahr ermittelt die Funktion Monat zu der internen Zahl halt den Monat. Da die 40.000 dem 6.7.2009 entspricht, ist klar, dass für den Monat die 7 rauskommen muss. Also Monat von 40.000, direkt die Zahl eingegeben, ergibt die 7. Wenn ich sie indirekt eingebe, wieder hier über die Zelle G16, bekommen wir auch die 7. So, und jetzt ist natürlich jedem auch eigentlich klar, wie das mit der Funktion Tag funktioniert. Auch wieder das gleiche. Die Funktion Tag bekommt die interne Zahl direkt übergeben. Wir nehmen wieder die gleiche Zahl wie beim Monat und Jahr. Das sind die 40.000. Der Tag ist natürlich der 6. des Monats, also Tag von 40.000 ist 6. Und sowohl indirekt wie indirekt kommt auch, wenn ich verweise auf G16, die 6 raus für den Tag. Das war's zu den drei Funktionen Jahr, Monat und Tag. Im nächsten Video wird es ein klein bisschen interessanter, denn wir behandeln die Funktion heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.